Manchmal geht einfach alles auf einmal schief. Und natürlich passiert das im ungünstigsten Moment. Das ist eben 250 Kilometer weit weg von der nächsten Infrastruktur. Und als es dann bei Roberto anfing mit dem Asthma und auf die Lunge zu gehen, haben wir gesagt, das macht keinen Sinn. Wir sind auf unserer Panamerikaner-Reise zurzeit in Patagonien. Doch statt mehr von der wundervollen Natur zu erleben, sind wir krank im Van auf einem Tankstellenparkplatz. Und wie es so ist, kommt nun alles auf einmal. Während wir die Zeit absitzen, gehen im Van Dinge kaputt und dann fährt uns auch noch ein LKW ins Heck. Es ist einfach so unnötig und ich glaube, das ist das, wieso es mich auch so ärgert, denn man hätte es sich einfach sparen können. Immerhin gibt uns unser unerwartet langer Aufenthalt im kleinen Ort inmitten des Nirgendwo die Gelegenheit, etwas mehr vom Alltag der Leute zu erleben. Ich dachte ja erst, als ich die Trommeln hörte, dass hier eine Parade stattfindet, aber anscheinend haben sich hier ein paar Leute getroffen, um zu demonstrieren. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Leider starten wir diesmal nicht an einem wunderschönen Spot in der Natur, was ja in Patagonien eigentlich sehr einfach ist. Nein, wir starten im Van in unserem Krankenlager. Ich war ja letzte Woche schon krank und es hat mich dann auch noch einmal richtig hingehauen, nachdem ich ja in meinem Leichtsinn dachte, es geht mir besser. Ich mache jetzt eine 20 Kilometer Wanderung. Aber ja, mittlerweile geht es mir besser. Dafür hat sich Roberto wohl bei mir angesteckt und er liegt komplett flach. Also ja, starten wir stattdessen an einem Tankstellenparkplatz. Gibt es eben auch mal. Und statt Kaffee gibt es eben Tee und Medikamente. Tee staren. Musst du schnell ein bisschen? Dieser Tankstellenparkplatz ist auch etwa so, wie man ihn sich wahrscheinlich vorstellt. Es ist laut, es ist viel los und gerade abends und morgens, wenn die Lastwagenfahrer auch hier sind, ja, da lassen sie oft den Motor lange laufen, was ich nicht ganz verstehe, wieso. Aber auf jeden Fall ist das halt dann nicht der große Gemütlichkeitsfaktor. Aber wir haben hier Infrastruktur. Das hatten wir an unserem letzten Platz nicht, denn wir waren schon im Perito Moreno Nationalpark. Ein wunderschöner Park. Wir standen da an dem See, dahinter die Berge. Es war traumhaft. Aber das ist eben 250 Kilometer weit weg von der nächsten Infrastruktur. Und als es dann bei Roberto anfing mit dem Asthma und auf die Lunge zu gehen, haben wir gesagt, das macht keinen Sinn. Wir fahren lieber jetzt 250 Kilometer, teilweise auch Schotter, zurück hierher nach Gobernador Gregores, wo wir wissen, dass wir Infrastruktur haben, als dass ja, vielleicht mit der Lunge das noch schlimmer wird und man dann, wenn es einem wirklich nicht gut geht, wenn man wirklich vielleicht gesundheitlich nicht kann, dann noch fahren muss. Und hier haben wir jetzt, abgesehen von der Tankstelle, also Diesel, können wir hier auch noch Wasser füllen. Es gibt hier eine Dusche. Im Ort gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, ein Krankenhaus und Ärzte. Also hier haben wir alles, was wir potenziell brauchen könnten. Alles in kleinem Rahmen, aber es ist da und das ist einfach schon mal viel wert. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight. Und apropos Apotheke, da gehe ich jetzt als nächstes gleich hin. Es sind ja nur ein paar Minuten zu Fuß. Vorher möchte ich aber noch eine Sache machen. Ich habe nämlich als Kind immer so ein Zwiebelsaft bekommen, wenn ich Husten hatte. Der Saft soll einfach helfen, irgendwie alles zu lösen. Und ich weiß nicht, was die Wissenschaft dahinter ist, aber ich habe das Gefühl, es hat mir immer geholfen. Ich habe es zwar von niemand anderem bisher gehört, aber ja, den mache ich jetzt mal kurz für Roberto fertig. Der muss eh noch ziehen. Und dann geht's gleich los in die Apotheke.
Seit ein paar Tagen riecht jetzt bei uns schon alles immer nach Zwiebeln. Und ich habe jeden Morgen meine Heulrunde wegen der Zwiebeln. Die sind schon echt ganz schön scharf hier. Aber ich glaube, es hilft auch. Und dann, ja, da müssen wir beide durch. Ich beim Zubereiten und Roberto beim Trinken. Ich glaube, er mag das echt nicht. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Seit bald 2 Jahren vertrauen wir, genauso wie 38 Millionen anderer Nutzer, auf den VPN von CyberGhost, sobald wir online gehen. Gerade wenn wir uns auch wieder mal in ein öffentliches WLAN-Netz einloggen, wie zum Beispiel in Cafés, hier an der Tankstelle, an Campingplätzen oder auch mal am Flughafen, da ist CyberGhost VPN für uns nicht mehr wegzudenken. Mit dem VPN werden all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet. Und das hat zur Folge, dass unsere IP-Adresse verborgen bleibt, wir also anonym sind und niemand auf unsere Daten oder Aktivitäten zugreifen kann. Nicht mal CyberGhost selbst. Aber selbst wenn wir über unser eigenes Starlink online gehen, nutzen wir den VPN von CyberGhost, denn er hat neben der Sicherheit noch einen weiteren großen Vorteil. Mit über 11.000 Servern in 100 Ländern können wir so nämlich Geoblocking umgehen und so zum Beispiel Buchungen günstiger abschließen oder auch auf lokal gesperrte Websites zugreifen. So können wir auch Filme und Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus schauen, egal wo wir uns in dem Moment physisch befinden. Das Ganze funktioniert natürlich auf allen gängigen Plattformen, das deutsche Support-Team ist 24/7 erreichbar und ein Account reicht auch für bis zu 7 Geräte und das müssen nicht die eigenen sein. Und das alles erhält ihr sozusagen zum Preis eines Kaffees pro Monat, also testet es gleich selbst aus. Über den Link in der Videobeschreibung erhält ihr auf euer Abo 83% Rabatt und zahlt gerade mal 2,03 € im Monat und könnt damit quasi den VPN 4 Monate lang gratis nutzen. Und mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. Gobernador Gregores ist auf jeden Fall sehr überschaubar. Ich glaube, hier leben ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Menschen. Aber es ist auf jeden Fall nicht viel los auf den Straßen. Ich glaube, man sieht hier fast mehr Hunde als Menschen unterwegs. Seit wir wieder in Argentinien sind, fahren wir den Großteil der Route an der Ruta 40 entlang. Das ist eine Art Highway, der einmal vom Süden sehr weit in den Norden fährt. Und die Sehenswürdigkeiten sind dann immer ein Stück von dieser Ruta 40 ab. Also man fährt dann immer wieder so von der 40 zu den Bergen hin, da sieht man sich was an. Dann kommt man wieder zur 40, fährt ein Stück entlang, die 40 entlang und dann geht es wieder zur nächsten Sehenswürdigkeit. Es ist ja kilometertechnisch nicht sehr effizient für die Sehenswürdigkeiten, aber natürlich ist es eine gute Verbindungsstraße und an der 40 sind eben auch immer diese Orte mit der Infrastruktur, so wie Gobernador Gregores, wo man tanken kann, wo man einkaufen kann und ja, so ist irgendwie so ein bisschen der Modus, wenn man hier in diesem Teil Patagoniens reist. Necesito una paracetamol. Sí, me esperamos un segundito. Claro. Tarjeta débito. Da soll mal einer die Preise in Argentinien verstehen. Also manche Dinge sind richtig teuer. Paracetamol jetzt gerade, so 8 Tabletten, 500 Milligramm, haben 50 Cent gekostet, also 600 Pesos. Der Hustensirup hingegen etwa 11.000 Pesos, etwa 10 €. Also irgendwie, ich verstehe das immer noch nicht mit den Preisen hier. Als ich die Trommeln hörte, dass hier eine Parade stattfindet.
Aber anscheinend haben sich hier ein paar Leute getroffen, um zu demonstrieren. Leider kommt hier mein Spanisch an die Grenze und ich habe nicht ganz alles verstanden, aber soweit ich mitbekommen habe, geht es um Themen wie Arbeitslosigkeit und die gesellschaftlich-wirtschaftliche Situation der Menschen hier. In der Gegend hier gibt es nicht so viele Perspektiven und Möglichkeiten. Ist klar in so entlegenen Gebieten, aber ja, anscheinend protestieren sie dagegen, dass sich ihre Situation verschlechtert hat oder eben definitiv verbessern sollte. Und was sie auch noch erwähnten, war die indigene Bevölkerung, die wohl hier nochmal besondere Anliegen hat oder besonders sich benachteiligt fühlt. Aber die Details habe ich eben nicht verstanden. Aber trotzdem, immerhin, so als Reisender, als Tourist kriegt man ja oft nicht so viel davon mit, was die Leute so bewegt im Alltag. Und wenn man da mal wo stecken bleibt, dann kriegt man wenigstens ein bisschen einen Einblick. Ich bin jetzt etwa 10, 15 Minuten gelaufen und bin jetzt schon beim La Anónima. Das ist eine Supermarktkette, in der wir hier eigentlich entlang der Ruta 40 gerne einkaufen. Hat eine ganz okaye Auswahl hier, also dafür wie klein der Ort ist die Auswahl ganz okay. Und wir brauchen ja auch nur ein paar Kleinigkeiten. Ich kaufe einfach was für heute Abend ein. Noch ein paar Taschentücher, die verbrauchen wir gerade recht viel. Und ja, mal sehen, vielleicht finde ich noch was, wo man sich was Gutes für die Seele tun kann. Sí. Ich merke jedes Mal, wenn ich krank war, dass es mir gut tut, wenn ich danach kleine Spaziergänge machen kann. Und hier diese 10, 15 Minuten in den Ort zum Einkaufen alle paar Tage, das hilft mir schon extrem auch gegen den Lagerkoller und mit dem Kopf aus diesem Kranksein rauszukommen. Obwohl ich schon merke, also ich habe immer noch Halskratzen, ich bin noch erkältet, die Höhlen sind immer noch zu. Und ich habe auch immer noch meine Augenentzündung. Also eines Morgens bin ich aufgewacht, hatte ein geschwollenes Auge, es war komplett rot. Hat mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber die Augentropfen haben jetzt gut geholfen. Und dennoch, seit gestern, heute, ja, bessert sich nicht mehr so sehr und es verunsichert mich schon ein bisschen. Gerade beim Auge bin ich ein bisschen vorsichtiger, als wenn es einfach nur um eine Erkältung geht. Aber ja, ein paar Tage bleiben mir ja noch, auch bis Roberto fit wird. Und bis dahin ist hoffentlich das auch geklärt. Jetzt verschnaufe ich hier mal kurz ein bisschen und dann gehe ich mal gucken, was Roberto so treibt, wie es ihm geht. Hola. Hola. Na? Ich lebe noch. Aber ist noch kein Wunder passiert. Ich habe wenigstens Hustensaft und Paracetamol bekommen. Okay. Dann machen wir noch die Zwiebeln. Es ist wirklich seltsam, wie lange sich diese hartnäckige Erkältung jetzt schon hält. Es hat ganz normal angefangen und jetzt ist es schon über eine Woche, die wir damit kämpfen. Das ist keine Ahnung, was das ist. Wir haben zwar noch Medikamente aus Honduras, da waren wir auch schon mal fies krank und die helfen echt gut. Das ist zwar einfach nur eine Paracetamol-Mischung, irgendwas, aber die geht langsam zur Neige, drum eben die neuen Medikamente. Ich siebe jetzt auch gleich noch die Zwiebeln ab, die konnten jetzt lang genug ziehen. Dann gucken wir einfach, dass es Roberto bald besser geht. Machen noch ein bisschen Schonprogramm. Ja, man muss einfach mal ruhen. Du musst. Boah. Steh. Boah.
Seht mal, wer wieder auf den Beinen ist. Da kommt langsam wieder Leben in den Van. Was meinst du, wie fühlst du dich? Mir geht es mittlerweile doch ein bisschen besser. Gefühlt vor einer Woche war ich komplett am Ende. Keine Ahnung, was mich erwischt hat dieses Mal, aber es war auf jeden Fall gar nicht geil. Naja, ich gehe jetzt mal duschen, um meine ganze Krankheit abzuspülen. Ich hoffe, das hilft, denn wir wollen und wir müssen hier endlich mal wegkommen. Wir sind ja immer noch hier auf diesem Parkplatz bei der Tankstelle und die Nächte sind überhaupt nicht erholsam mit den Lastwagen, die halt ständig ihren Motor laufen lassen. Und ich glaube, es ist wirklich Zeit. Ach ja, noch eine Sache. Als wir hier heute Nacht gemütlich geschlafen haben, sind wir mitten in der Nacht so erschrocken, weil wir einen Schlag bekommen haben, denn es ist uns einfach ein LKW mit seinem Anhänger hier in die Box reingefahren und hat uns eine Beule hier in die Box reingemacht. Ja, wir sind so erschrocken, weil wir schon am Schlafen waren. Der ganze Van hat sich bewegt und dann sind wir raus, haben uns das angeschaut. Der LKW war noch am Marschieren. Ich bin dann zum Fahrer hingelaufen und meinte so, hey, hast du nicht gemerkt, dass du in uns reingefahren bist? Und er meinte, nö, ich habe gar nichts gespürt. Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen diskutiert. Er hat sich dann am Ende entschuldigt und hat uns $100 gegeben. Mittlerweile ist er auch schon weg. Aber heute Morgen, als wir das nochmals angeschaut haben, haben wir gemerkt, dass hinten die Aufhängung, wo die Box mit der Tür befestigt ist, auch verbogen ist durch den Schlag. Ja, ist zwar nur kosmetisch, also die Tür lässt sich auf und zu machen, aber trotzdem ärgerlich. Naja, ich gehe jetzt mal duschen. ¿Me podría dar la llave de la ducha, sí? Muchas gracias. Aquí atrás. Sí, a la vuelta. Vale, gracias. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist einfach so unnötig und ich glaube, das ist das, wieso es mich auch so ärgert. Denn man hätte sich einfach sparen können, das mit dem Heck. Aber naja, er war ja wenigstens kooperativ gegen Ende und ja, was soll's. Wenn es schief läuft, dann richtig und dann kommen auch alle Dinge auf einmal, wie sich's halt gehört. Naja, so auch bei uns natürlich. Wir haben nämlich auch noch ein weiteres Problem seit ein paar Tagen, aber ja, wenn es schief läuft, muss man sich eben auch was Gutes tun zwischendurch, wie Roberto jetzt mit der Dusche und ich mache jetzt auch gleich den Vorteig für unser nächstes Sauerteigbrot. Ihr erkennt ja, unsere Art an Wasser zu kommen ist zurzeit eher ungewöhnlich. Das ist, weil uns natürlich auch in dieser Woche ausgerechnet die Tauchpumpe abgeraucht ist. Sie hat schon längere Zeit seltsame Geräusche gemacht. Also sie hat sich über Wochen angekündigt. Aber natürlich musste es gerade jetzt passieren, wo sie sich komplett abgemeldet hat. Es ist kein großes Drama. Wir haben auch eine Ersatzpumpe dabei und wir können auch alles andere ausschließen. Also weder der Schalter noch die Kabel sind es. Es ist wirklich nur die Pumpe, aber wir hatten bis jetzt einfach nicht die Muße und die Energie dazu, sie zu tauschen. Der Wassertank mit der Tauchpumpe ist nämlich auch unter dem Bett und Roberto sollte einfach liegen und sich ausruhen, anstatt dass wir jetzt hier, keine Ahnung, einen halben Tag Chaos im Van haben und er nicht sich auskurieren kann. Von dem her gehen wir das, glaube ich, heute auch an. Heute haben wir die Energie. Und ich sehe, Roberto ist auch schon fertig mit Duschen. Also machen wir hier gleich das Bett fertig. Und, ich mache noch den Vorteig fertig. Dann machen wir das Bett fertig und dann können wir die Pumpe angehen. Wie war die Dusche? Gut. Sehr Wie neu. gut. Sehr gut. Mehr oder weniger. Ich mache hier kurz fertig, dann können wir los. Und falls es euch interessiert, wir haben mal ein Story-Highlight auf Instagram reingestellt mit dem Rezept und dem Vorgehen für den Sauerteig und das Sauerteigbrot. Aber vielleicht machen wir in der nächsten Zeit auch mal noch einen Short hier für YouTube. Mal gucken. Neben der Wasserpumpe werden wir noch den Schlauch ersetzen, denn der ist auch schon ein paar Jahre alt. Können wir gleich loslegen?
Die letzten paar Liter, die wir noch haben, kommen raus und dann nutzen wir auch die Gelegenheit und putzen gleich mal den Kanister, den Tank. Ist ja auch schon eine Weile her. Als wir das letzte Mal über die Wasserfilter gesprochen haben, haben uns ja auch noch einige darauf angesprochen, dass man auch auf Biofilm achten muss. Aber bei uns haben sich zum Glück keine Ablagerungen gebildet, es ist gar nichts schleimig oder so. Also da bin ich schon beruhigt. Aber es ist auch, also es ist 4 Monate her, seit wir das letzte Mal den Tank gereinigt haben, als wir wieder nach Uruguay zurückgekommen sind. Von dem her, so schlimm kann es auch gar nicht sein, aber trotzdem 4 Monate hört sich dann irgendwie doch wieder nach viel an. Schwarz auf blau und rot auf braun. Dieser Schlauch war mal durchsichtig, so wie der hier. Okay, das ist eklig. Ja. Unsere Reichpumpe hatte ja dieses Rückschlagventil, das können wir sicher hier montieren, oder? Sollte Das hat vom Umfang sollte das gleiche sein. Ja, mach mal. Wie war das? Rot auf Braun. braun? Und blau auf schwarz. Okay. Funktioniert. Sehr gut. Wir haben wieder eine Wasserpumpe. Wuhu! Mal schauen, ob das Rückschlagventil auch funktioniert. So mal laufen lassen. Ja. Wir haben Wasser. Und? Stell ab. Ja, und das Wasser kommt Ja. direkt. Cool. Funktioniert. Ah, das fühlt sich gleich viel besser an. Endlich mal wieder anständig abwaschen. Da macht's wieder Spaß. Nein, aber ich meine, das hier, das ist ja so ineffizient und das können wir jetzt eigentlich auch endlich rausnehmen. Das ist ja eigentlich eine Wasserblase fürs Wandern, für den Rucksack. Die darf jetzt wieder so genutzt werden, wie es angedacht ist. Jetzt fehlt nur noch der Herd. Das ist eine Frage von, ja, was sind das, 2-3 Wochen, 2-3 Wochen, bis der da ist. Haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, 2-3 Wochen. Aber ja. Ja, es geht halt mit der Zeit was kaputt. Wir sind seit 4 Jahren Vollzeit im Van, haben die Sachen teilweise schon ein paar Jahre länger. Das ist kein Wunder, dass das irgendwann mal abbraucht. Aber es sind ja Kleinigkeiten. Also es lässt sich alles noch beheben soweit. Von dem her, ich finde, das ist ganz okay. Wir sind froh, konnten wir das Problem lösen und dass es uns gesundheitlich auch besser geht, denn es ist wirklich langsam Zeit, um ja, von hier wegzugehen. Auf jeden Fall. Wir wissen zwar noch nicht, wohin es genau geht, aber bis dahin finden wir es noch raus. Auf jeden Fall möchten wir uns auch bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, nochmal bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt euch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen und das für gerade mal 2,03 € im Monat und mit Geld-Zurück-Garantie. Ja, dann war es das für diese Woche. Abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder weitergeht. Hasta luego! Hasta luego.